no thinking of tomorrow. In wintertime, we got no pain or sorrow. Snowflakes are falling and angels are calling. We have so much fun that the world turns around. 'Cause it's wintertime, no thinking of tomorrow. Ride and sleigh, the world seems clean and free. In wintertime, we got no pain, no sorrow. Being on top is our way to live. Tell me, is there anything better in life than riding your sleigh down the hill? Snowflakes are falling and angels are calling. We have so much fun that the world turns around. 'Cause it's wintertime, not thinking of tomorrow. Ride and sleigh, the world seems clean and free. In wintertime, we got no pain, no sorrow. Being on top is our way to live. It's wintertime, not thinking of tomorrow. Ride and sleigh, the world seems clean and free. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Being on top is our way to live. The snowflakes are falling and angels are calling. The snowflakes are falling, we have so much fun. The snowflakes are falling and angels are calling. The snowflakes are falling, we have so much fun. The snowflakes are falling and angels are calling. The snowflakes are falling, we have so much fun. Josef Freiherr von Eichendorff. Weihnachten. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. 1000 Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, heeres Glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit.
Theodor Storm. Weihnachtabend. Die fremde Stadt durchschritt ich sorgenvoll, der Kinder denkend, die ich ließ zu Haus. Weihnachten war's, durch alle Gassen scholl der Kinderjubel und des Markts Gebraus. Und wie der Menschenstrom mich fortspült, drang mir ein heiser Stimmlein in das Ohr. »Kauft, lieber Herr«, ein magres Händchen hielt, feilbietend mir ein ärmlich Spielzeug vor. Ich schrak empor und beim Laternenschein sah ich ein bleiches Kinderangesicht, wes Alters und Geschlechts es mochte sein, erkannt ich im Vorübertreiben nicht. Nur von dem Treppenstein, darauf es saß, noch immer hört ich mühsam, wie es schien, »Kauft, lieber Herr«, den Ruf ohn Unterlass, doch hat wohl keiner ihm Gehör verliehn. Und ich, war's Ungeschick, war es die Scham, am Weg zu handeln mit dem Bettelkind, eh meine Hand zu meiner Börse kam, verscholl das Stimmlein hinter mir im Wind. Doch als ich endlich war mit mir allein, erfasste mich die Angst im Herzen so, als säß mein eigen Kind auf jenem Stein und schrie nach Brot, indessen ich entfloh. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe in lockigem Haar, schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt, Jesus in deiner Geburt. Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht, aus des Himmels goldenen Höhen, uns der Gnade Fülle lässt sehen, Jesum in Menschengestalt, Jesum in Menschengestalt. Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heut alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt, Jesus die Völker der Welt. Stille Nacht, heilige Nacht, lange schon
der Herr vom Grimme befreit, in der Väter urgrauer Zeit, aller Welt Schonung verhieß, aller Welt Schonung verhieß. Stille Nacht, heilige Nacht. In der authentischen Veranlassung beschrieb Franz Xaver Gruber am 30. Dezember 1854 die Entstehungsgeschichte des Weihnachtsliedes Stille Nacht, heilige Nacht so. Es war am 24. Dezember des Jahres 1818, als der damalige Hilfspriester, Herr Joseph Mohr, bei der neu errichteten Pfarre St. Nicola in Oberndorf bei Salzburg dem Organistendienst vertretenden Franz Gruber, damals zugleich auch Schullehrer in Arnsdorf, ein Gedicht überreichte, mit dem Ansuchen, eine hierauf passende Melodie für 2 Solostimmen samt Chor und für eine Gitarrebegleitung schreiben zu wollen. Gruber überreichte noch am 24. Dezember 1818 dem musikkundigen Mohr seine Komposition. Da diesem das Lied gefiel, wurde es noch am selben Abend im Rahmen der Christmette gesungen. Mohr sang dabei Tenor und übernahm die Begleitung mit der Gitarre. Gruber sang Bass. Das Lied fand bei der Oberndorfer Bevölkerung, die damals hauptsächlich aus Salzachschiffern und Schiffsbauern bestand, allgemeinen Beifall. Lukas, Kapitel 2 Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war,
auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die ward schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und da 8 Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt, Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er denn im Mutterleibe empfangen ward.
Das Evangelium nach Matthäus. Die Weisen aus dem Morgenland. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Die Flucht nach Ägypten. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
Der Kindermord des Herodes. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die 2-jährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Die Rückkehr aus Ägypten. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten. Er soll Nazoräer heißen.
Theodor Storm. Zum Weihnachten. Mit Märchen. Mädchen in die Kinderschuhe, tritt noch einmal mir behend, folg mir durch des Abends Ruhe, wo der dunkle Taxus brennt. Engel knien an der Schwelle, hütend bei dem frommen Schein, von den Lippen klingt es helle, nur die Kindlein gehen ein. Doch du schaust mich an verwundert, sprichst, vertreten sind die Schuh, unter altvergessnem Plunder liegt die Puppe in der Truh. Horch nur auf, die alten Märchen ziehn dich in die alte Pracht, wie im Zauberwald das Pärchen schwatzen wir die ganze Nacht. Von Schneewittchen bei den Zwergen, wo sie lebte unerkannt und war hinter ihren Bergen doch die schönst im ganzen Land. Von Hans Bärlein, der im Streite einen Riesenritter schlug, der die Königstochter freite, endlich gar die Krone trug. Von dem Dichter auch daheime, der ein Mädchen groß und schlank durch die Zauberkraft der Reime rückwärts in die Kindheit sang.